gab es eine Mastermind hinter Burkhard Heim. Jemand, der im Schatten sozusagen hinter seinen Theorien stand und viel zu selten erwähnt wird. Ja, es gab diese starke Frau und über die möchte ich heute erzählen. Hallo und herzlich willkommen zu 6 Dimensionen in Farbe. Mein Name ist Hannes Schmidt und ich erkläre euch die Gedankenwelt von Burkhard Heim in verständlicher Sprache und anschaulichen Beispielen. Heims Theorie und Weltbild sind nicht im luftleeren Raum entstanden, wie viele immer glauben. Sie stehen tatsächlich auf einer sehr soliden Basis und diese wurde maßgeblich geprägt von einer wenig bekannten deutschen Philosophin. Ich rede von Hedwig Konrad-Martius, der ersten Frau in Deutschland, die überhaupt einen Doktor in Philosophie erwarb und später, das heißt nach dem Zweiten Weltkrieg, an der LMU München eine Professur sogar innehatte. Sie wird selten erwähnt, wenn man über Burkhard Heim spricht. Von Ludwiger widmet ihr immerhin ganze 2 Seiten in seiner Biografie. Aber in diesem Video möchte ich herausstellen, wie viel von Heims Theorien tatsächlich auf ihr basieren und wie viel er auch von ihr übernommen hat. Zunächst aber ein paar Hinweise für euch und in eigener Sache. Je nachdem, wann ihr dieses Video seht, ist sie vielleicht schon online, meine neue Homepage. natal-training.de hat die gleichen Inhalte wie die bisherige 6D in Farbe, aber ich bin erstaunt und überrascht, wie viel, was für tolle Sachen ein professioneller Webdesigner wirklich zaubern kann. Also schaut euch die neue Homepage an, sobald sie online ist. Dort findet ihr auch alle aktuellen Termine zu Seminaren und Veranstaltungen. Und 3 dieser Veranstaltungen gibt es auch in nächster Zeit. Also im Oktober 2023 haben wir aktuell. Im Oktober 2023 halte ich 2 Vorträge in der Nähe von Dachau, einmal über Natal und einmal über Burkhard Heim. Dann ein Natal-Info-Vortrag wieder in Wien im November und Ende Dezember, also die Woche vor Weihnachten, in Münster. Dazu habe ich auch noch einen Telegram-Kanal gegründet. Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Abonniert den gerne, wenn ihr keine aktuellen Veranstaltungshinweise mehr verpassen wollt. Die Geschichte der Naturwissenschaften ist natürlich in Retrospektive geschrieben und sie erwähnt natürlich nur diejenigen, die a. wirklich neue Sachen in die Welt gebracht haben, nicht die hier schon oft erwähnten Fernsehjournalisten und Wissenschaftsprofessoren, die versuchen, Neuigkeiten mehr oder weniger unter den Tisch zu kehren. Und b. werden natürlich nur die Leute erwähnt, die es tatsächlich geschafft haben, diese Neuigkeiten an den Mann, die Frau zu bringen und sich damit durchzusetzen. Und c. sind das aus soziokulturellen, nicht intellektuellen Gründen bisher in der Wissenschaftsgeschichte oft Männer gewesen. Falls ihr mal kritische Biografien zum Beispiel über Einstein gelesen habt, manchmal wird behauptet, er habe die Relativitätstheorie gar nicht selber gefunden, sondern er hat sie von woanders geklaut oder kopiert. Ich halte wenig von dieser Art von retrospektiver, ja, so ein bisschen Sensationalismus auch. Erstens war niemand dabei. Zweitens, Ideen hängen in der Luft oder liegen in der Luft, wie man so schön sagt. Genau genommen liegen sie nicht in der Luft, sondern im transzendentalen Raum der Ideen. Und wer darauf Zugriff hat, weil er offen genug ist, sich ausreichend genug über Neuigkeiten freuen kann, der kann auf diese Ideen zugreifen und kann sie für sich umsetzen. Denkt zum Beispiel auch an Daimler und Benz, die wenige Wochen voneinander auseinander und wenige Kilometer voneinander entfernt auch nur dieselbe Erfindung gemacht haben, mehr oder weniger, den Ottomotor. Also wer diesen Zugang hat, der kann das für alles nutzen, was er braucht und wofür er sich interessiert. Egal, ob das ein Erfinder ist, ein Dichter, ein Philosoph oder ob man einfach sich mit spirituellen Fragen beschäftigt. Die gute Nachricht ist, diese Zustände, die dazu nötig sind, dieser geistige Zustand, kann trainiert werden mit Hilfe der Natal-Methode. Es ist nicht vorbehalten einer ganz besonderen Begabung oder dem Zufall, der ein paar Mal im Leben auftritt. Nein, man kann gezielt die große Intuition benutzen, und zwar die geniale Intuition. Und dann kann man sie wirklich in jeder Hinsicht, die man sich nur vorstellen kann und die man sich nicht vorstellen kann, einsetzen. Übrigens, auch wenn der Begriff Intuition klassischerweise weiblich konnotiert ist, in meinen Seminaren ist es relativ ausgeglichen im langjährigen Mittel, das Geschlechterverhältnis zwischen Männlein und Weiblein. Und es ist auch nicht so,
dass wiederum im langfristigen Vergleich Männer schlechter werden als Frauen bei den Übungen. Am Anfang schon ein bisschen, aber es nivelliert sich bei den fortgeschrittenen Übungen ziemlich schnell. Aber im Falle von Heim war es wirklich die klassische weibliche Intuition von Hedwig Konrad Martius, die ihm zugute kam. Tatsächlich war es sogar Konrad Martius selber, die auf Heim zukam. Und ich wage zu behaupten, ich möchte fast behaupten, ohne die massive Vorarbeit, die sie geleistet hat, wäre Heim mit seinem bis dahin rein mathematischen, sechsdimensionalen Weltbild ziemlich aufgeschmissen gewesen. Wenn ihr meinen Kanal schon eine Weile kennt und verfolgt habt, dann kennt ihr auch dieses Übersichtsschema mit Heims 6 Dimensionen, die 4 klassischen Dimensionen der Raumzeit, der vierdimensionalen Raumzeit unten und die beiden transzendentalen Dimensionen oben, genannt Entelechie und Äon. Erst nachdem ich mehrere von Konrad Martius Publikationen, also das sind Bücher, gelesen hatte, wurde mir wirklich klar, wie viel Heim von ihr übernommen hat. Nicht nur die Begriffe, sondern auch die Konzepte, die sie ausgearbeitet hat. Konrad Martius war eine Schülerin von Edmund Husserl und hing der Denkrichtung, also war spezialisiert auf die Denkrichtung der Phänomenologie in der Philosophie, also eine Denkrichtung, die sich mit den Phänomenen der Welt, wie sie entstehen, welche Relationen sie zum Beobachter haben und so weiter, damit hat sie sich befasst. Und Konrad Martius hat sich sehr tief mit diesen Dingen beschäftigt und ich möchte jetzt zunächst auf die 6. Dimension eingehen, das Äon. Ihr werdet gleich verstehen, warum es so heißt und auch warum ich dazu übergegangen bin, in vielen meiner Videos es lieber den Telos oder die teleologische Dimension zu nennen. Denn man muss eigentlich, wenn man verstehen will, warum das Äon heißt, muss man die ganze Geschichte erzählen, die ich jetzt gleich erzähle. Also, Konrad Martius hat sich über die Zeit Gedanken gemacht, ist auch ein Büchlein. Ihr kriegt das alles nur antiquarisch oder vielleicht als Reprint, aber also neu aufgelegt ist es schon lange nicht mehr. Aber die Zeit ist noch relativ einfach zu lesen. Ansonsten ist sie fast so schwer zu lesen wie Heim, muss ich dazu sagen. Sie fand jedenfalls, die Zeit hat 2 Aspekte, wenn man genau darüber nachdenkt. Und zwar ist das, was wir normalerweise als die physikalische Zeit betrachten und mit der wir rechnen, ist eigentlich nur eine Abfolge einzelner Gegenwartsaugenblicke. So als würde man etwas zerschneiden in kleinste Abschnitte und jeder davon ist eine Gegenwart für sich und im nächsten ist er dann bereits Vergangenheit und so weiter. Aber diese Augenblicke, die hängen eigentlich nicht zusammen. Damit das Ganze eine Geschichte hat, braucht es noch etwas anderes. Es braucht eine zusätzliche Weltdimension, fordert er sie an der Stelle bereits, die X4 ordnet und ihm eine Geschichte gibt. Dieses Konzept hat sie wesentlich besser begründet, als ich das jetzt gerade so versucht habe, als Synopse darzustellen. Es geht zurück bis auf die antike Philosophie, auf Aristoteles und Platon. Das Äon. Bei den alten Griechen gab es die Vorstellung, dass alle Dinge in der Welt, Personen, aber auch Städte und ganze Zivilisationen durch verschiedene Phasen der Entwicklung gehen. Die Geburt, die Reife, die Blüte, den Zerfall und den Tod. Sie hatten dabei sicherlich auch noch viel stärker, als wir es heute haben, vor Augen die präantiken oder präsintflutlichen Hochkulturen von Atlantis und so weiter, die also bereits diesen Zyklus durchgemacht hatten, lange bevor sie selber, die antiken Denker, auf die Bühne der Welt traten. Den Beweis für diese Zyklen sahen sie übrigens in den Bewegungen der Himmelskörper, die aus ihrer Sicht göttlich waren, die perfekte Kreise am Himmel bezeichneten. Ist nicht ganz richtig, bei den Planeten zumindest, aber für das antike Denken war das auf jeden Fall Grund genug, das so zu sehen. Ein kompletter Umlauf des Frühlingspunktes durch den Tierkreis, das ist das sogenannte platonische Jahr oder das Äon. Und das sind diese berühmten 26.000 Jahre, die hört man auch immer wieder im Zusammenhang mit Fischezeitalter, Wassermannzeitalter und so weiter. Und Untergang Atlantis, da genau gegenüber, also diese ganzen Sachen.
Aber darum geht es nicht bei Hedwig Konrad Martius, bei Heim auch nicht. Aber dieser Begriff, das Äon, den gibt es tatsächlich. Und Konrad Martius übernahm diesen Begriff jetzt für ihre äonische Dimension, die also der Zeit eine Geschichte verleiht. Und Heim übernahm sowohl diesen Begriff von ihr, als auch dieses Konzept von übergeordneter Geschichtlichkeit und sinnvollen Ablauf. Natürlich nicht ganz 1:1, und Heims großes Verdienst ist es, dass er erstmals in der Geistesgeschichte, Wissenschaftsgeschichte und Philosophiegeschichte es formalisiert hat in der syntrometrischen Maximentelezentrik. Er hat formalisiert, wie sich Dinge entwickeln, welche möglichen Einflüsse es gibt und welche Wege und so weiter. Und das ist der Grund, warum ich es eigentlich jetzt lieber immer Telos nenne, weil diese ganze Geschichte möchte ich nicht immer erzählen. Aber Telos, also das Ziel einer Entwicklung, ist eigentlich die akkurate Beschreibung dessen, was Heim meinte. Kommen wir zur Dimension x5, der Entelechy. Hier muss ich jetzt einen kleineren oder etwas größeren Exkurs sogar machen zur Biologie, wie sie vor 100 Jahren war. Die war nämlich deutlich anders, als sie sich heute darstellt, wenn wir das Lehrbuch aufschlagen oder wenn wir auch Biologie studieren. Heute ist Biologie eigentlich ein Reduktionismus, wo Lebewesen und alle Abläufe auf biochemische Vorgänge reduziert werden. Ich habe das häufig und erschöpfend kritisiert in anderen Videos schon auf diesem Kanal. Auf jeden Fall war vor 100 Jahren, gab es zwar diesen reduktionistischen Ansatz auch schon, aber es gab auch eine relativ bedeutende Denkrichtung oder Forschungsrichtung, die sich befasst hat mit der Entwicklung von Lebewesen unter dem Gesichtspunkt, wie erstaunlich das ist, dass aus einer einzigen befruchteten Eizelle sich ein komplexes, funktionales Lebewesen entfaltet regelrecht. Und verbunden mit diesen Forschungen waren bedeutende Namen. Vielleicht kennt man die heute nicht so sehr, aber zum Beispiel Hans Driesch, Professor für Biologie in Dresden und Vater der deutschen Parapsychologie, davon abgesehen, der Mentor von Hans Bender, dem Gründer des Freiburger Institutes für Parapsychologie oder langer Name Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene, und Alexander Gurwitsch, russischer Biologe, Entdecker der sogenannten mitogenetischen Strahlung, die häufig als Vorläufer der von Fritz Albert Popps Biophotonenstrahlung gehandhabt wird. Halte ich nicht für ganz korrekt, weil die beiden Phänomene unterscheiden sich in entscheidenden Punkten, aber das ist jetzt nicht entscheidend. Und neben diesen beiden relativ bekannten Namen gab es andere, die heute mehr oder weniger vergessen sind, leider. An dieser Stelle passt ein Zitat aus diesem Buch von Konrad Martius über Hans Driesch, wo es um das Thema Intuition geht und wo sie schon herausgestellt hat, mit welchen Vorurteilen und Problemen das behaftet ist, wenn man abweicht von dem formalen Weg in der Naturwissenschaft. Und zwar bezeichnete sie Hans Drieschs Position als tragisch, weil Driesch in der Tat etwas Urwesentliches am Lebendigen gefühlt hat, das durch immer neue Wendungen und Betonungen herauszustellen er sich abmühte. Im Endresultat vergeblich, wegen der formalistischen Eingeengtheit seiner naturwissenschaftlichen Position, die er mit der ganzen Zeit teilte und die er selber noch überbetonte, wahrscheinlich aus einer unbewussten Furcht vor dieser seiner wahren Intuition, die doch allem widersprach, was man rein naturwissenschaftlich zugeben konnte und wollte. Was sie hier sagt, ist eigentlich, die primäre Art, die Welt zu erkennen, ist die Intuition. Und der wissenschaftliche Formalismus, in den kann man die Erkenntnisse dann übersetzen. Aber man darf niemals den Formalismus als Selbstzweck betrachten und als die Realität an sich. Also die primäre Erfahrung, und die wird intuitiv gemacht, nicht rational. Die primäre Erfahrung ist das Entscheidende. Und der innere Konflikt, in dem Driesch hier ist, der ist einerseits ein gesellschaftlicher und in dem System Wissenschaft, in dem er ist, zum anderen deutet sie hier auf etwas hin, was eigentlich nie thematisiert wird. Das ist eine sehr persönliche Ebene an diesem Konflikt, sehr persönlich. Denn es geht hier bei Driesch und bei vielen Forschern, auch heute noch, um das Verständnis der eigenen Geschlechterrolle. Seit, ich weiß nicht wie lange, viele Jahrzehnte lang, auf jeden Fall
die letzten 100 Jahre, wurden Männer so erzogen, dass es als unmännlich gilt, sich zu sehr mit seinen Gefühlen zu befassen, zu zeigen, überhaupt welche zu haben vielleicht. Und das schneidet einen ein Stück weit ab von diesen Quellen. Und man ist dann nicht frei, man ist dann befangen darin, Intuition überhaupt zu benutzen. Das wirkt auch heute leider noch nach, obwohl sich sehr viel gebessert hat in der Hinsicht. Aber vor allem in der Wissenschaft gilt das immer noch als Unschick. Das war jetzt sogar ein etwas längerer Exkurs. Auf jeden Fall bezog sich Konrad Martius auf die umfangreichen Forschungen, die damals Anfang des 20. und Ende des 19. Jahrhunderts gemacht wurden in der Entwicklungsbiologie. Und das waren teilweise Experimente, die heute aus ethischen Gründen gar nicht mehr genehmigt würden. Man hat zum Beispiel Versuche gemacht an Froschembryonen oder Amphibienembryonen. Da wurden Teile, da wurde Gewebe vom Bauch zum Beispiel ans Auge verpflanzt oder sogar zwischen verschiedenen Spezies. Die Zellen, die den Kiefer eines Molches bildeten, an ein Froschembryo und sowas alles. Solche Chimären wurden erzeugt. Man hat immer beobachtet, was für ein Lebewesen kommt da raus. Also es kam dann zum Beispiel ein Frosch mit einem völlig normal funktionierenden Kiefer, der aber die Morphologie eines Salamanders hatte. Das sind so Beispiele. Und die haben gezeigt, irgendetwas ist hier am Werke, das man nicht versteht, dass das Ganze irgendwie als heiles Ganzes integrieren kann, obwohl man diesen Prozess der Entwicklung sehr stört. Im Übrigen ist sowas auch genetisch heute. Man kann das zwar reduzieren auf Mechanismen, aber auch mit dem modernen Verständnis von Genetik wird die Grundsatzfrage nicht beantwortet. Die Frage, wie kommt diese Organisation zustande? Organisation, das ist zu unterstreichen. Es kann nicht reduziert werden auf die Funktion von Einzelteilen. Das geht einfach nicht. Und Konrad Martius forderte oder hat erstmal festgestellt, dieses Potenzial, das kann weder eine Kraft sein im physikalischen Sinne, also im raumzeitlichen Sinne. Es kann auch nicht aus den Einzelteilen kommen. Es muss etwas anderes sein. Und der Begriff Entelechie, der wurde damals schon benutzt. Und genau genommen, er wurde seit der Antike benutzt, auch seit Aristoteles. Es stand immer für das, was dem Lebewesen sein innerwohnender Zweck ist, sozusagen. Es wurde etwas variiert über die Jahrhunderte und Jahrtausende. Und Konrad Martius hat es sehr differenziert betrachtet am Ende. Also da gab es die Formentelechie, die Entwicklungsentelechie, die Bildungsentelechie und dann gab es die Spermatoide, das spermatoide Agens und das Imaginoide. Also es waren so verschiedene Begriffe. Es liest sich wirklich nicht unwesentlich leichter als Burkhard Heim, muss man sagen. Und sie forderte letztendlich, auch die Entelechie muss eine zusätzliche Weltdimension sein. Und so kam die Dimension x5 zu ihrem Namen. Auch hier hat Heim das als Basis genommen, diese ganzen Konzepte und den Namen, aber auch hier gebührt ihm das große Verdienst, er hat es formalisiert. Er hat dieses Schichtenmodell der verschiedenen Strukturstufen hat er aufgestellt. Das ist auch das erste Mal gewesen, dass jemand sowas überhaupt versucht hat. Und er hat diese beiden Begriffe, das Äon oder das Teleologische und die Entelechie, hat er in eine Form gebracht, die niemals zuvor jemand in der gesamten Geistesgeschichte des Abendlandes probiert hat. Zum Fazit für dieses Video. In der gesamten Betrachtung und Beschäftigung mit der Heimtheorie sollte Konrad Martius wesentlich stärker betont werden. Zum einen, weil damit herausgestellt wird, Heims Theorie steht nicht alleine da, nicht im luftleeren Raum. Und zweitens, aus historischer Fairness halber, der historischen Fairness halber. Ich denke übrigens, dass Heim Konrad Martius, obwohl er sie sehr schätzte, er hat sie nicht ganz hundertprozentig ernst genommen. Und zwar, weil sie eine Frau war. Heim war ein sehr witziger Mensch und sehr umgänglich, aber er hatte gewisse Rollenklischees schon irgendwo verinnerlicht, auch als Kind seiner Zeit natürlich. Und er schien es nicht abgekonnt zu haben, wenn sich Frauen zu intellektuell betätigt haben. Ich habe einen Fall aus erster Hand geschildert bekommen, wo er regelrecht die Fassung verloren hat in so einer Situation und gegenüber der Person, die mir das geschildert hat. Da musste er
von seiner eigenen Frau beruhigt werden, dass er wieder runterkommt. Er hat sie extrem aufgeregt. Also er war bei weitem kein perfekter Charakter. Das bitte ich auch jeden zu bedenken, der ihn auf einen zu hohen Sockel heben möchte. Er hat die Physik unglaublich vorangebracht. Aber der Intellekt vermag nur die graue Theorie aufzustellen. Und erst die Gefühle, die dazukommen, die bringen die Farbe in die 6 Dimensionen.